Wir waren also sehr, sehr zuversichtlich, dass das, was mit ihm passiert ist, von einer Art Energiestrahl herrührte, der in einem bestimmten Winkel von hinten in seinen Kopf eindrang und Energie in seinem Gehirn deponierte. Alle Indizien wiesen darauf hin, aber kein anderer Faktor wies auf etwas hin, das die Ursache der Verletzung auch nur annähernd erklären könnte. Willkommen zurück bei Exo Magazin TV, dem Magazin für Freigeister. Während in Deutschland immer noch darüber diskutiert wird, ob es UFOs überhaupt gibt, finden kommende Woche vor dem US-Kongress Anhörungen darüber statt, welche Informationen das US-Militär und die Geheimdienste im Laufe der Jahrzehnte zusammengetragen haben. Ob wir dabei auch etwas über die UFO-Sichtungen und paranormalen Ereignisse auf der Skinwalker Ranch erfahren dürfen? Immerhin zählt das Uinta-Becken, wo die Ranch sich befindet, zu den besterforschten paranormalen Hotspots überhaupt. Jahrelang hat der US-Militärgeheimdienst dort Untersuchungen durchführen lassen. Der Medizinphysiker Dr. Jim Segala erforscht im Auftrag amerikanischer Behörden handfeste Gesundheitsprobleme, die UFO-Zeugen vor Ort erlitten haben. Und dabei geht es nicht nur um irgendwelche Anekdoten, sondern es geht um wissenschaftlich belegte Gehirnschäden durch gerichtete Energiestrahlen. In den 5 oder 6 Jahren, in denen ich mit Hal zusammengearbeitet habe, haben wir viele Daten untersucht, die zurückkamen. Aber es gab einen Fall, der sich um das Jahr 2017 herum ereignete, bei dem jemand erheblich verletzt wurde, der mit dem Grundstück in Verbindung stand. Er war so verletzt, dass die behandelnden Ärzte im Krankenhaus nicht wussten, was mit ihm los war. Sie haben ihn einfach wie einen normalen Menschen behandelt, vielleicht wegen einer Infektion oder so, und gaben ihm einfach Antibiotika. Aber es dauerte eine Woche und er war schon fast so weit, dass sie die Familie holen wollten, um ihnen zu sagen, dass es mit ihm nicht gut laufe und dass es so weit sein könnte. Es ging ihm dann besser, aber es gab ein großes Fragezeichen. Wir haben keine Ahnung, warum er verletzt wurde, aber es gab eine erhebliche Verletzung dieser Person, die sehr verdächtig aussah. Welche Art von Verletzung? Zunächst einmal zeigte er eine Persönlichkeitsveränderung. Wahrscheinlich eine Woche bevor er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, hatte er eine extreme Persönlichkeitsveränderung und war sehr, sehr aufgeregt. Er hatte starke Kopfschmerzen, 10 von 10, Ohrenschmerzen, Nasenbluten und so weiter und das eine Zeit lang. Und natürlich gab es dafür keine wirkliche Ursache. Dann bekam er eine Beule am Hinterkopf. Ja, genau, das ist das Bild davon. Das passierte bei Patienten, die einen Unfall hatten oder ein Trauma erlitten haben. Es ist wie ein Unfall, aber diese Person hatte überhaupt kein Trauma. Er stellte sich also mit dieser großen Schwellung am Hinterkopf vor und die behandelnden Ärzte verstanden nicht, wie das passieren konnte. Aber das Material, das sie entnommen hatten, passte einfach nicht zu einem normalen Erreger, der so etwas verursachen könnte, wie zum Beispiel Bakterien oder Pilze oder eine Autoimmunerkrankung. Das hat also alle verblüfft. Okay, hier also mal die Schwellung an seinem Hinterkopf und Sie konnten nichts finden, was das verursacht haben könnte? Nein, sie haben nichts gefunden. Aber wir haben uns eingeschaltet und eine Untersuchung durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt war der Besitzer der Ranch immer noch mit Hal Puthoff in Kontakt. Hal war also damals immer noch sein wissenschaftlicher Berater. Er kontaktierte Hal und sagte, kannst du ein Team zusammenstellen? Komm her und versuche zu verstehen, was mit diesem Patienten los ist, der gerade aus dem Krankenhaus gekommen war. Und er hat mich als Arzt und Medizinphysiker aufgestellt. Außerdem beauftragte er einen forensischen Neurologen mit dem Fall, Dr. Kit Green, der auf dem Gebiet dieser Art von Verletzungen sehr bekannt war.
Er beauftragte uns mit dem Fall und wir sahen uns alle Informationen an, die verfügbar waren. Wir sprachen mit den behandelnden Ärzten und wir konnten eine Menge Informationen über seine Verletzung herausfinden, die es uns ermöglichten, die Ursache zu verstehen. Und natürlich kann man nie eine endgültige Diagnose stellen. Ich meine, es ist immer eine Vertrauensfrage. Wir waren also sehr, sehr zuversichtlich, dass das, was mit ihm passiert ist, von einer Art Energiestrahl herrührte, der in einem bestimmten Winkel von hinten in seinen Kopf eindrang und Energie in seinem Gehirn deponierte. Alle Indizien wiesen darauf hin, aber kein anderer Faktor wies auf etwas hin, das die Ursache der Verletzung auch nur annähernd erklären könnte. Wir gingen also davon aus, dass es sich um eine Art Hochenergiestrahl handelte, der aus einem bestimmten Winkel über dem Erdboden in seinen Kopf eindrang, und zwar im niedrigen Gamma- bis hohen Röntgenbereich. An der Art und Weise, wie sich die Verletzungen in seinem Kopf ausbreiteten, kann man erkennen, dass es sich um eine beträchtliche Energiemenge gehandelt haben muss, die aber nur sehr, sehr kurze Zeit anhielt. Sie hatte nichts an der Außenseite des Kopfes verbrannt und keine Spuren hinterlassen, aber sie ist in den Kopf eingedrungen und die Energie hat sich im Gehirn verteilt. Man konnte den Schaden sehen, der im Gehirn entstanden war. Und wir sind also zu dem Schluss gekommen, dass es eine Art von Energie war, die in diesen armen Mann eingedrungen ist und ihn so weit gebracht hat, dass er diese Persönlichkeitsveränderungen hatte und ins Krankenhaus kommen musste. Ich glaube, ich habe gehört, wie Sie sagten, dass er auch den Eindruck hatte, er hätte Anweisungen erhalten. Also eine Stimme von außen hätte ihm Anweisungen gegeben oder so. Ist das richtig? Ja. Wenn solche Energie in den Körper eindringt, interpretiert das Gehirn sie und versucht, ihr einen Sinn zu geben. Und es ist gut möglich, dass dieses Signal irgendwelche Anweisungen enthielt. Wir wissen, was der Strahl war, aber wir wissen nicht, was der Grund dafür war. Natürlich waren wir nicht vor Ort, um das Signal aufzuzeichnen, aber wir waren für die Nachbereitung da. In einem Interview sagte er uns, zum Zeitpunkt der ursprünglichen Verletzung habe er Anweisungen erhalten, bestimmte Dinge zu tun, und er habe das Gefühl gehabt, dass er getestet werde, um zu sehen, ob er in der Lage sei, diese Anweisungen auszuführen oder nicht. Ob das nun wahr ist, dass er das tatsächlich gehört hat, oder ob das seine Interpretation war, ist nicht ganz klar. Die Wahrheit ist, dass er zu diesem Zeitpunkt keine Symptome hatte und dass er das Gefühl hatte, dass ihm jemand mit großem Nachdruck Anweisungen gab, etwas zu tun. Was sollte er denn tun? Ihm wurde gesagt, er solle bestimmte Dinge auf der Ranch tun. Ihm wurde gesagt, er solle einen Ort in Kalifornien besuchen. Es gab eine ganze Reihe von Dingen, die er innerhalb von ein paar Tagen tun sollte. Können Sie sich erinnern, was er genau tun sollte? Ja. Als wir ihn befragten, haben wir das alles aufgeschrieben und es war erstaunlich, dass man den Zeitpunkt, an dem er sich verletzt fühlte, tatsächlich genau bestimmen konnte. Und als er diese Informationen erhielt, begann er, seine Persönlichkeit zu verändern. Und dann kam natürlich die Beule und er landete im Krankenhaus. Wo sollte er denn eigentlich hingehen und was sollte er dort tun? Es gab einen bestimmten Ort in Kalifornien, einen Strand in Kalifornien, den er aufsuchen sollte. Ich erinnere mich nicht mehr genau an den Ort, aber es war sehr interessant. Okay, also möchten Sie nicht mehr verraten oder können Sie sich nicht erinnern? Ich meine, jetzt werden wir persönlich, aber Sie können sicher sein, dass er sich hingesetzt hat und gesagt hat, ich war da und mir wurde gesagt, ich soll all diese Dinge tun, und er hatte das Gefühl, er würde getestet. Als ihm diese Dinge gesagt wurden, hatte er das Gefühl, als würde er gerade verhört, um zu sehen, ob er diese Dinge tun würde. Also abgesehen davon, dass er zu einem bestimmten Ort gehen sollte, was sollte er denn noch machen? Sollte er versuchen, jemanden zu kontaktieren oder was genau? Nun, er wurde gebeten, einige körperliche Dinge auf der Skinwalker Ranch zu tun, weil er zum Personal der Skinwalker Ranch gehörte. Also wurde er angewiesen, dort ein paar Dinge zu tun und zu graben. Außerdem wurde er gebeten, zu einem bestimmten Strand in Kalifornien zu reisen.
Okay. Okay, weil ich frage mich nur, ob das auch zu irgendwelchen Ergebnissen geführt hat, als er dort gegraben hat. Hat er was gefunden? Zu diesem Zeitpunkt hat er nichts gefunden. Ich meine, das waren alles nur Grabungen. Es gab also keine Anweisung, dass er graben sollte, um etwas zu finden. Er sollte einfach nur graben, um das zu tun. Er wurde aufgefordert, es zu tun, weil er das Gefühl hatte, dass er angewiesen wurde, diese Aufgaben als Test zu erledigen. Also, Sie konnten sich keinen Reim darauf machen, was ihm da aufgetragen worden ist? Zu der Zeit ist es eine Frage der Mensch ist ein großartiges wissenschaftliches Instrument, denn er sammelt viele Informationen. Aber dann dreht er sich um und interpretiert sie für dich. So kann seine Interpretation der Dinge ein wenig anders ausfallen als die von jemandem anderen. Unsere Interpretation war, dass er von etwas getroffen wurde, das sich in seinem Kopf als Anweisungen manifestierte, die er ausführen sollte. Und er hatte das Gefühl, dass ihm etwas Schlimmes zustoßen würde, wenn er diese Anweisungen nicht befolgte. Es gibt mehrere solcher Fälle, in denen gerichtete Energiestrahlen in den Kopf bestimmter Menschen eingedrungen sind und offenbar Visionen oder sogar Anweisungen verursacht haben. Aber der eigentliche Hammer ist, dass diesen Menschen wohl dasselbe passiert ist wie den Opfern des sogenannten Havanna-Syndroms. 2016 erlitten Mitarbeiter der US-Botschaft in Kuba ebenfalls Gehirnschäden. Und die amerikanische Academy of Sciences ist zu dem Schluss gekommen, dass diese von gerichteten Energiestrahlen verursacht worden sind und dass die Menschen dabei möglicherweise psychologisch und sozial beeinflusst wurden. Inzwischen sind mindestens 40 US-Regierungs- und Geheimdienstmitarbeiter davon betroffen und die Strahlenangriffe scheinen zuzunehmen. Unfassbar. Das gesamte Interview mit Dr. Jim Segala seht ihr ab sofort auf Deutsch und Englisch nur bei uns auf Exo Magazin TV. Dort könnt ihr dann auch die konkreten Messergebnisse sehen. Wer oder was versucht hier eigentlich Einfluss zu nehmen? Und wie weit reicht dieser Einfluss? Das will ich gar nicht zu Ende denken.